Where am I? Is this a dream? Hello? Oh Gott, wir müssen schon wieder essen. Okay, was haben wir hier? It's so bright I can hardly see. A blindingly warm light pierces the window's glass panes, cradling the room in a welcoming glow. It's locked. It seems... Oh, and I bet there's something nice inside too. Ooh. Oh, was ist hier? What? Rebirth. That's what I wished for. Long, long ago. You wanted to be reborn? Somewhere safe, somewhere far, far away. I went through all their trials, gathered all of his gifts. And, indeed, I was reborn. My wish was granted, yet, to think I would end up like this. Wait, what was that? The brick? Oh, wir haben Grapes bekommen, cool. Warte, was? Stay sane. Oh, keep Elise from feeling frightened with sanity healing items or she might get mad. Go mad. Oh, das ist sehr cool. Okay. It's so bright, but there's no flame. An intricately designed golden lamp stands by the bedroom door, its bulbs shining bright. Oh, what I would give to sleep here every night. A spacious bed stands in a corner, its silky sheets protected by a counterpane embroidered in gold thread. If I feel like I'm in a princess bedroom, if only I could live here just like I've always dreamed. Aua! Be careful, there are all sorts of dangers lurking in the shadows. Use healing items to persevere and survive. Okay. Oh, ein Schlüssel. Ist der vielleicht für die Truhe? The items in your inventory can have effects on the environment. Ach, wirklich. Nein. Aha. Let's see. Oh goodness, so many dresses. Another key? I wonder what it's for. Vielleicht für die Tür? Okay. Leave the room. Okay. I'm locked in here, I suppose. Can't say I minded much, if I'm honest. Ist halt auch schön hier, ne? Schön hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ich sage immer Bielefeld, aber ich glaube, es heißt Baden-Württemberg. Such a long corridor. It truly feels as though I'm inside a palace. Wow. I can see anything. A blinding crimson glow pierces the windows. Achso, das hatten wir schon. Ich wollte eigentlich speichern. Das Bild hat sich verändert. These changed as well. An intricately designed... Achso, das hatten wir schon. Diesmal ist... Oh, wartet, nicht ganz. Its bulbs emanating an eerie phantasmagoric light. Such a strange statue. The marble statue of a crow wearing a golden crown. Its nameplate reads. Kann niemand lesen, okay. Ist dasselbe, oder? Ja. Oh nein, oh, da steht was anderes. Asil.
Klingt nach einem Dämonenname. Und das kann ich aber wirklich nicht lesen. Vielleicht heißt es auch nicht Asil, aber es sah so aus. Asil ist aber ein schöner Name. Okay. I have a bad feeling about this. Same. What in the Lord's name is this place? What are those things? Feeling lost? Don't forget to turn on your lantern and keep an eye out. Four keyholes. That means there are 4 keys, I'd bagger. Okay. Okay. Aua! Das war nicht cool. These are all in a different language. I can't make sense of any of these titles. Echt? Oh, shoot. Beeilung. Elise, Beeilung. Ah, wir haben einen Key gefunden. It's a key. This is what will get me out of here, I'm certain. Okay, einen haben wir. Wir brauchen noch 3. It's jammed. I could try to pry it open, but... Klar. Mach mal. Haha, war eine gute Entscheidung. It's a key. Hust. Das will... Ja, das haben wir schon. Okay. Kommen wir hier oben lang? Yes. Okay. It's no wonder they're wilted, being left in such an awful room. A bunch of purple flowers sag lazily over the vase. Okay. Ich habe Angst jetzt vor den Kerzen. Okay. Wir bringen einfach mal den Schlüssel zurück und gucken, was passiert. Zwei haben wir ja schon, stimmt. Brauchen wir nur noch 2. Doesn't seem like this is what I should be using here. Was? Okay. Wow. Oh Gott! Ah! Aua! Ich brenne! Noch ein Schlüssel. Wo ist der letzte? It's a key! Ach, wirklich? Oh, was ist das? Oh, Bandages. Das kommt in handy. Okay, Oh. That's me? Hä? Okay. Das ist gruselig. Nein, lauf. Oh mein Gott. It's
jammed. I could try to pry it open. Ja, mach mal. Was ist das? Noch so eine Notiz. Oh Gott, was steht da? Das steht diesmal auf Latein. Das kann ich nicht vorlesen. What's this? The key to one's dream is found within it oneself. As for yours, it's in this very room, the core of your innermost desire. It's not knowledge you seek, but gold-bathed glory. Oh, heißt ihre Tochter deswegen Gloria? Ich meine, wenn das stimmt, hat sie es ja wirklich geschafft, reich zu werden, ne? Oh Gott. Weil sie hätte in so einem Anwesen dann gewohnt. Wer flüstert da? Oh no, wo ist der letzte Key? Bäh. Okay. Wirklich nicht im Bücherregal? Echt jetzt? Kann ich die wirklich noch nicht da reinstecken? Kommt schon. Okay. Vielleicht bei den Lampen? These give up off such cold light. Okay. Glitzert sie oder bilde ich mir das ein? Oh, there's something on the back of this shelf. I have to reach out my arm to get it, but... Reach for it. This is... Yes! It's a key. Ja, endlich. Escape the room. Es ist ein Escape Room. Haha, witzig. Jetzt aber hier. It worked. Where am I? I must be dreaming. Ja, wahrscheinlich. Es ist nie gut, einer Flamme zu folgen. Kennt ihr die Legende vom Fuchsfeuer? Es ist so eine japanische Legende, dass man keinem Fuchsfeuer folgen soll, weil die einen in die Irre führen. Und das ist ja ein japanisches Spiel ursprünglich. Es sieht voll cool aus. Das ist das Schloss, von dem sie träumt, glaube ich. Okay. Hurry now. We are late for his bunker. What are you? Hurry. Okay. Der ist ja witzig. Oh, sind das Pumpkins? Es gab ja einen Pocket Mirror Pumpkin Charms. Ja, sind Pumpkins. Oh, wie oh. Das ist ja mega cool. Montag. Mäh, da bin ich. Zumindest hier läuft es. Nice, Jonah. Hallo.
Hallihallo, wie geht es dir? A dream? That left me feeling a little queasy. Rosemary, are you there? She's most likely still asleep anyway. No point in waking her this early, I suppose. Get ready for work. Erst müssen wir was essen. Oh, aber wir haben nichts mehr. Haben wir noch Geld? Nein. Uff. Es geht, es geht. Halloween-Abend abgebrochen. Hehe. Abgebrochen? Das klingt aber nicht cool. A small wooden trunk. Okay. Mist, wir müssen jetzt Grapes essen. Oder Pretzel. Nee, die Pretzel heben wir auf, weil Miffy braucht die. So. This thing's still not working, is it? I ought to have a word with Mr. Wilhelm sometime soon, I suppose. The clock's hands grate dutifully through time, struggling to turn with each passing second. Ach, sie ist schon wach und putzt. Elise. Good morning, Elise. I would have got a head start on breakfast if I knew you'd be waking up this early. Since when have you been up? Oh, I'm always up and about before daybreak. I can't sleep in if I try. I didn't notice you coming down from the attic. I brought the ladder with me last night, so I wouldn't have waked you. And the hatch doesn't squeak if you do it slowly, right? I took my shoes off and used the ladder to shut it back up. Easy. You're smarter than you look, huh? I look as smart as I am, Elise. Is that so? Anyhow, I'm heading off to the garden. The garden? You mean the field just outside? Is it just obvious that I haven't touched it in years? Been working like a dog since Granny Holly passed, but now I have you to fret about it too. I can't sit on my hands forever, can I? Elise! What? You are rather starved? You'll try me as a maid of all work, perhaps? You truly are kind, aren't you? Oh, shush. I'm heading out to see what I can do about the garden. I'll call you in for breakfast in a moment then. Was liegt hier? Oh ja, ein Brot! For goodness sake, I've neglected it for so long it'll be impossible to dig. Anyhow, this is no time to loiter about. Oha! What's this? A pair of shoes. How could they possibly have wound up here in my garden? Oh, they are wonderful. And they fit me like a glove too. These shoes. It's as though they were made for me. I did it! All of Kieferberg needs to hear about this. From now on, it's Miss Elise. I'm done with this thankless struggle. No more being bossed around. No more. A carefree life where I'm in charge is much more fitting to me, right? Every year, no matter by whom or how many times I was adorned.
The poverty never ends. Like a rose who couldn't bloom on her own, I was overshadowed. Nein, sie haben es immer noch so schnell gemacht wie damals. Nein, es ist ein bisschen besser geworden. A ruby red who guides my dreams. Won't you let me be selfish for once? Make everyone look at me, even if it's just once. Let me shine brighter than anyone else. Elise! Hi! Wie geht es dir? Oder bist du schon die ganze Zeit da? Look at me, look at me, look at me, look at me, look at me. Hey, look at me. Oh, ich liebe sie. Ich liebe solche Charakter. Ach du Heilige, was ist denn hier los? Wir wollten mal meiner Schwester Halloween essen und Gruselfilme schauen. Oh, das klingt eigentlich echt schön und du hattest doch auch richtig toll dekoriert. Die Dachdecker haben den Abfluss von der Dachrinne verstopft mit Kies, Dachschindelstücken und Schlamm. Balkon überflutet bei allen im Haus. Meine Schwester wohnt ganz unten, sind dann mit so einer Rohrreinigungsspirale gekommen. Meine Schwester hat Katzen und deshalb so eine Katzennetzkonstruktion am Balkon, damit die Kleinen nicht abhauen können. Die Typen bleiben mit ihrer automatischen Motorspirale beim Zurückziehen. Oh nein, sind sie am Balkon hängen geblieben, an dem Ding. Im Katzennetz hängen, alles verheddert, Netz vom Balkon gerissen, alles schleudert rum, Balkon verwüstet. Oh no. Heute ist doch nicht Freitag der 13. Obwohl man auch sagt, dass, wobei, was ist eigentlich so das Ding hinter Halloween? Sollen wir mal kurz gucken? Wir gucken jetzt auf jeden Fall mal, was die Originalgeschichte von Little Goody Two Shoes ist. Ich logge schon etwas. Meine Online-Übung ist vorbei. Ach, nice. Ich hoffe, du hattest ganz viel Erfolg dabei. Bingo-Treffer, yes. Und Abfluss immer noch verstopft. Nun machen alle Terror. Ich bin heim. Oh Gott. Ja, das ist gut, dass du dir das nicht gegeben hast. Okay, Leute. Wir schauen jetzt mal. Was wollte ich? Ach so, Halloween. Ursprung. So. Ursprung von Halloween. Ursprung von Halloween liegt bei den Kelten. Das Fest des Grauens hat seinen Ursprung in Irland. In vorchristlicher Zeit begingen die Kelten am 31. Oktober Samhain, eines ihrer wichtigsten Feste. Sie feierten damit ihre Ernte, den Beginn der kalten Jahreszeit und den Start in ein neues Kalenderjahr. Die Kelten glaubten außerdem, dass es an diesem Tag Kontakte in das Reich der Toten geben kann. Der Mythologie nach machten sich an Samhain die Leute auf die Suche nach den Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollten. Cool! Zur Abschreckung der bösen Geister verkleideten sich die Menschen mit furchterregenden Kostümen und spukten selbst bei Nacht durch die Straßen. Große Feuer sollten böse Geister fernhalten. Vor den Häusern standen kleine Gaben, die Treats, die die Geister besänftigen und von Untaten abhalten sollten. Oh, und deswegen geht man heute von Haus zu Haus und holt sich Süßigkeiten in Verkleidung. Das ist so cute irgendwie. Das Wort Halloween entstand mit der Christianisierung. Die Kirche bezeichnete das heidnische Fest im 9. Jahrhundert als All Hallows Eve, als den Abend vor Allerheiligen am 1. November. Stimmt, warum haben wir eigentlich nicht frei? Also warum haben die nordischen Bundesländer nicht frei an dem Tag? Evangelische Christen erinnern am 31. Das sind nur die Katholiken, wie immer. Wie immer, ne? Die evangelischen Christen erinnern am 31. Oktober mit dem Reformationstag daran, dass der Mönch und Theologe Martin Luther 1517 seine 95 Thesen zur Reform der Kirche in Wittenberg veröffentlicht hat. Okay, das ist dann heute. Das feiern wir heute. Also die heute frei haben. Die morgen frei haben, feiern alle Heiligen. Okay. Seit 2018 ist der Reformationstag in allen norddeutschen Bundesländern ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag. Das gilt für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen. Okay.
Zu einem Party-Event entwickelte sich Halloween erst, nachdem irische Einwanderer den Brauch im 19. Jahrhundert in die USA gebracht hatten. Dort wird Halloween mit Monsterkostüm, Gehirnwackelpudding und Friedhofsromantik gefeiert und hat einen ähnlichen Stellenwert wie hierzulande Karneval. Diese amerikanische lustige Variante des Halloween-Festes hat inzwischen auch Deutschland erobert. Jack-o'-Lantern. Kürbislaterne soll dem Teufel trotzen. Der Brauch, Laternen aus Kürbissen zu schnitzen, geht ebenfalls auf eine Legende aus Irland zurück. Als ein Bösewicht namens Jack gestorben war, verwehrte ihm Gott den Zugang zum Himmel. Doch auch in der Hölle war Jack nicht willkommen, denn er hatte dem Teufel zu Lebzeiten übers Ohr gehauen. Mit einem Stück Kohle, das er in eine ausgehöhlte Rübe legte, machte sich Jack auf die Suche nach einem Ort, an dem er bleiben konnte. Aus dieser Legende leiteten die Menschen den Glauben ab, dass ein brennendes Stück Kohle in einer Rübe die Macht habe, den Teufel und böse Geister fernzuhalten. Das ist also Halloween. Interessant. Hallo und Jein. Halloween wird, wie wir es heute kennen, ein Mischmasch aus Samhain und den Perchten. Also das Tür zu Tür gehen und Tribute verlangen kommt von den Perchten her. Ah, dann google ich jetzt auch mal. Hallo? Hallo? Ah, ja. Okay. Ein Percht ist eine Gestalt des bayerisch-österreichischen alpenländischen Brauchtums, von der es vor allem in der Zeit von Ende November bis Januar mehrere verschiedene Varianten unterschiedlichen Charakters gibt, die sich wiederum zwei Gruppen zuordnen lassen, den Guten und den Bösen, die mit ihren umgehängten Glocken nach einer Sage den Winter bzw. die bösen Geister des Winters austreiben sollen. Da hat sich ja alles vermischt. Interessant. Weil ich kenne das tatsächlich von, kennt ihr das, dass man an Nikolaus, das kennt nämlich nicht jeder. Ich habe schon mal ein paar Leute gefragt und viele sagen, das kenne ich gar nicht, dass man an Nikolaus von Haus zu, ja voll Multikulti, oder? Dass man von Haus zu Haus geht und an Nikolaus dann so Gedichte aufsagt und dann kriegt man auch Süßigkeiten. Kennt ihr das? Also das kennen voll viele nicht irgendwie. Und das finde ich sehr interessant. Genau. Was wollten wir noch gucken? Wir wollten noch was gucken. Ach so, woher Little Goody Two Shoes kommt. Das ist nämlich zum einen ein englischer, so ein Sprichwort und ein Märchen. Hier. Von 1888. Ich finde ja, dass die besten Bücher tatsächlich zwischen 1800 und 1900 geschrieben wurden. Also persönliche Meinung. The History of Little Goody Two Shoes. Goody Two Shoes redirects here for the Adam Ant song. Ach so, okay. Little Goody Two Shoes redirects here for the songs? Okay, das sind Songs. Plot. Ah, es ist eine Fabel. The fable tells of Goody Two Shoes, the nickname of a poor orphan girl named Margery Meanwell, who goes through life with only one shoe. When a rich gentleman gives her a complete pair, she is so happy that she tells everyone that she has two shoes. Das ist, seht ihr, das ist so angelehnt an das, also das Game ist daran angelehnt. Weil wir haben die halt gefunden. Und jetzt gehen wir halt hier hin und zeigen das allen. Later, Marjorie becomes a teacher and marries a rich widower. This serves as proof that the virtue has been rewarded and her wealth earned, a popular theme in children's literature of the era. Okay. Wir sind ja auch arm quasi. Später ist sie ja reich, wenn es wirklich stimmt. So, dann gibt es noch die Phrase. Although the history of Little Goody Two Shoes is credited with popularizing the term Goody Two Shoes, the actual origin of the phrase is unknown. The name is used herein to point out the mayoress's comparative privileged goody, shortening of goodwife, being the equivalent of Mrs. and Two Shoes
implicitly comparing her to people who have no shoes. Okay, jemand, der gut gestellt ist, wie scheint. Oh, Vater Hans, get the Flammenwerfer. Ja, hallo Iconic. Hallo, wie geht es dir und viel Spaß im Lurk. Eventuell mal gehört, so ein wenig wie Sternensinger, aber ich bin mir nicht sicher. Ganz genau, sowas ähnliches ist das. Aber viele kennen das nicht. Und man geht halt an Nikolaus rum, sagt ein Gedicht auf, dann kriegt man Süßigkeiten. Kenne ich, aber seit 20 Jahren bei uns ist das tot. Ja, ne? Ich habe das doch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass hier, wo ich wohne, macht man das nicht so unbedingt. Wobei ich das auch schon hier mitbekommen habe, aber nicht so exzessiv wie da, wo ich früher gewohnt habe. Und jetzt, also heute haben ja auch schon Kinder hier geklingelt. Ich wusste, dass das passiert und ich wollte eigentlich meine Klingel ausstellen, aber ich habe es voll vergessen. Okay, weiter geht's. On your feet, Elise. Explain yourself. Achso. Oh, shush it! What is there to explain, Father? Couldn't you not hear yourself, lass? Everything into St. Walpurga's place of worship, howling and shouting like a... Please, old Jochen. Words of egotism, vanity, disdain for your fellow folk. I've always known you were wicked, you arrogant lassie. You old geezer! Why you? A witch of old Holly's kin. Oh, listen here, you old wretch. I've heard enough. Old Jochen has overstepped his boundaries. I ask that you pardon me. Him. Yet his concerns weigh heavy, Elise. Oh, wait, wasn't the West singing and dancing was forbidden now, Father? Your singing was riddled with sin, lass. Vanity and lust go hand in hand with greed. What does any of this have to do with sin, Father? This old geezer just accused me and my grandmother of witchery yet. Enough, Elise. Compose yourself and come inside. Your temperament is a sin in and out itself. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt auspeitscht. Aber wir sagen mal, dass wir mitgehen, weil dann, ja, ich habe Angst, dass wir sonst noch mehr Ärger kriegen. I guess I repent for something I didn't do if it makes you happy. Yet, there's something I'd like to make clear to you all. You've stood witness to this foolery. You've all heard old Jochen accuse me for witchery. That's enough, Elise. You asked me to pardon himself, Father, and I will. Yet I demand you folks understand this once and for all. Out with it! I am not a mere maid of all work, I'm one of you. And I demand, right here, right now, that you start treating me as such. Very well, Elise, you've made yourself heard. Wow. Without a shadow of a doubt, at last he's made his move. Who are you? An old acquaintance of yours, lass. What? You're favored by him, Elise, frightfully so. You're clad in his will, from head to toe, inside out. And those shoes, my shoes? Those very shoes, Elise, are a testament of his gift to you. Who is he? Listen carefully now, my beautiful lass. Get away from me. Yours is his heritage, his flesh, his ardor. Don't you understand, Elise? How do you know my name? His blessings, his will, he himself is writhing in your veins, lass. What do you want from me, you old hag? You must listen carefully now, my beloved. Do as I say, and he will make all your wishes come true. What is this? My wishes, you say? Why, yes, opulence, splendor, fortune.
Your deepest desires, unlikely any other, Elise. I don't understand. You do, Elise. Tell me, what is it you most desire? Me? Speak it, Elise. What I most desire, that's fortune. Fortunate you are, Elise. Okay. Deep in this woodland, there's a patron saint whose blissful word bestows a blessing upon the faithful. All that's requested in return are 3 gifts made from the testaments to one's desire. Reach his dwelling with all these in hand, and your wish shall be granted. A wound carry for life. Your basket is to hold all that sacred. The tender flesh of earthly desire. The sweetest nectar to be drunk in earnest. You are to arrive in good company, the object of your affections. You are to reach the gates of his dwelling carrying all 3 gifts. Voice your innermost desires, surrender yourself wholly to his grace. Schließt ihr jetzt einen Pakt mit dem Teufel ab? Ich meine, wir haben auf jeden Fall einen Dämon, also... A fortune you shall attain, for such is his blessing and such is your desire. Elise? Elise? Elise, are you listening? Huh? Where did she go? Elise? Oh, are you alright, Elise? Where did that old hag go? Elise? Elise? What's the matter with you? Oh, I'm sorry, Lib. It's best we let her rest a while. We can sit with you, Elise. Oh, it's the best. We give her some space, Jacob. I'm alright. I felt a little dizzy, it's all. I can bring you some water, Elise. As for me, I'll be in church waiting to have a word with you. Don't you start, Lab. Oh, I've already started. My, now you've done it, Elise. For goodness sake. Oh Gott. Okay. Oh nein, wir müssen wieder was essen. Vor allem müssen wir arbeiten. Weil, ja, ne? Weil wir haben kein Geld mehr, um uns Essen zu kaufen. Das ist so relatable einfach. Okay, wir essen ein Brot. Und dann machen wir Tasks, oder? Was haben wir denn noch? Ja. Wobei, ich möchte mir eigentlich auch alles angucken. Ah, there you are, Elise. Oh, old Jochen truly went too far, I suppose. There's no need to hold your tongue, lass. That was far from reasonable. Nobody agrees with him. I suppose there comes a time when older folks lose their minds. Now that's a different story, Marielle. I wouldn't say. There's no story, Ludwig. Elise was singing and dancing, so what? Truly, old Jochen's outburst was rather distasteful. But I have been meaning to ask where you got those shoes, Elise. Oh, they are... You don't have to tell us, Elise. You are right about what you said. We all should be treating you with a little more respect. Oh, but I'm awfully curious. Warum drehen die sich immer, wenn ich fertig bin, mit denen zu reden? Oh, Elise, you scared me stiff earlier. I did? It takes a great deal of courage to put those two in their place. You did well, Elise.
They are the ones being unreasonable, Mrs. Mechthilde. They'll be babbling on and on about it in church at Wacker. Would you say they'll be wanting a word with me, Mrs. Mechthilde? They might, but you have nothing to fret about, Elise. I can assure you not in one soul in Kieferberg thinks ill of you, my dear. Thank you, Mrs. Mechthilde. Besides, the townsfolk are still shaken by that windstorm. I'd say they'll forget all about you and your shoes by the afternoon. Well, I wouldn't be so certain. Look, they are so shiny. You stole those, Elise. Be honest. I didn't steal them, you... Settle down now, you two. More importantly, are you alright, my dear? About earlier, There's no need to hold your tongue, Elise. The townsfolk made too much of it. That wasn't remotely acceptable. Everyone knows old Johannes lost his wits. Don't you... Oh, so, das war Apfel. Don't you start, Apfel. Oh, Mama, can I get shoes like that too? You have ugly ogre feet, Grüne. Mama, Apfel's being mean again. Can't you two see I'm trying to talk to Elise? I'm alright, Mrs. Lisbeth. Thank you. We can catch up later, Elise. It best go. I ought to have a word with Eugene. My goats aren't doing so good. Ogre feet, Apfel. Oh, die Babys. Kinder sind schon nervig, ne? So. Wir sollten ja eigentlich in die Kirche gehen, aber was gibt's hier noch so? Oh, da ist Freya und wir können ein Date mit ihr haben, will ich aber nicht. Hier ist eine Task. Oh, stellen die den Maibaum auf. Kennt ihr auch den Maibaum? Also habt ihr auch diese Maibaum-Tradition gemacht bei euch im Dorf, wollte ich gerade sagen. Da, wo ihr gelebt habt oder da, wo ihr jetzt lebt. Bei uns war das so ein Ding. Folks are starting to get ready for the festival, I suppose. I wish they didn't leave everything piled up right in the middle of town, though. Also ist jetzt halt für Walpurga, ne? If that's not the last of the moment, tell us all about those shoes, why don't you? What about them, Mrs. Wilmer? What about them, she says. Out with it, lass, we are losing our minds here. Ich lüg mal, sonst werden die suspicious. They are Granny Holly's. I found them under Granny Holly's bed this morning. It seems they were a gift she intended to give me, but... I can't say I'm too convinced, Elise. What? There's no way old Holly could have afforded those. You, on the other hand, I wasn't aware you had the means, Elise. And I don't, as you know. Why, but neither did old Holly. So you mean to say you found them under her bed? That is what I said, Mrs. Elmer. Old Holly was full of surprises, that's true. How could we forget about the day she brought Elise to Kieferberg? Lord knows what else that old lass was hiding, huh? Oh, Gott sei Dank haben sie mir geglaubt. Ich kann jetzt hier runter. How many afternoons did I spend here washing these folks' clothes, I wonder? Kieferberg's washing well. A statue of a fish stands in its center. Okay. Hier hinten noch was? Mrs. Wilmer's got a whole shed for herself, genau. For herself, and yet, fashioned out of an old barrel, the rickety car rests cradling a couple worn-out buckets. Okay. So, dann gehen wir jetzt noch zu Lebkuchen und dann werden wir Tasks erledigen, denn wir brauchen Geld. Aber erst speichern wir.
Oh, wir können ein Date mit ihr haben. Aber wir wollen doch ein Date mit Rosemary. Gut, dann nicht. Was geht hier ab? I'm not so certain I want to talk to these two. I'm hoping you've had some time to think, Elise. Achso, I'm hoping you've had some time to think, Elise. Gieferberg needs order and fellowship, Hans. It needs stability. We can keep going like this. Going like what? You're well aware what I'm talking about, Lars. Let's keep our cool, old Jochen. Elise has spared it some thought, I'm certain. Let's say I have. You ought to listen to your elders, Lars. Ja, ja. Na gut, dann machen wir jetzt Tasks. Mal gucken. Ich möchte den Task machen mit dem Kind da unten. Mit Jacob. Oder eher Jakob. Hier das. Elise, Mama won't let me chop wood for her. Don't be silly, Jakob. You're much too young to handle a hatchet. Can you get us some wood for the hearth, Elise? Natürlich, Mrs. Linda. Your mother's right, Jakob. You're too little. I'm not. You're a stubborn lad. That's what you are. Ach so, das hat Linda gesagt. You're a stubborn lad. That's what you are. Why don't they ask Freya to chop it for them? Ich weiß auch nicht. Ist die so stark? Chop, chop, chop. Yay. Okay. Oh, das sieht brutal aus. Chop and kick. Okay. E und R. Oh Gott. Aua. Oh Gott. Ja, okay. Oh Gott. Das arme Huhn. Warum kann die den Amboss wegkicken? Warum ist das so stark? Was? Oh mein Gott, das war doch Flocke. Oh, shoot. Aua, ja, sorry, verklickt. Ich bin in sowas echt nicht gut. Nein, wie ihr seht. Oh no. Oh, aber wir haben Rang B bekommen. Das ist besser als beim letzten Mal. So. Pass. See, Mama? I could chop that much wood. You can have this, Elise. Thank you. Thank you, Mrs. Linda. Can I give it a try tomorrow, Mama? One more word about this and I'll tell your father you lost this pocket knife. Oh, oh. Oh, jetzt müssen wir schon wieder was essen. Wir müssen uns jetzt Essen kaufen. Wir haben echt nichts mehr. Huch. I thought I'd never find you, Elise. Oh, what now, Miffy? It's your... Anyway. I don't have food for you. Shoo. But Elise, it's your... My what? Your friend. Uh-oh. The last, what funny. That hat, she's right outside. Oh mein Gott, ihr Blick. Hurry it up. Take me to her, Molly, right now. Ist gut, dass sie immer den falschen Namen bei den Leuten sagt.
My, you're covered in dirt, lass. She's so funny looking. Look at her silly head. Angelica, don't be rude. Do you know this lass, Lisbeth? Ellie said she's from Primeldorf. Oh, I'm not from Primeldorf. I've never had a... Why? I haven't the faintest idea, Ariane. I'm looking for Elise. Have you seen her? Elise, do you know her? We do happen to know Elise, but how do you know her, lass? Elise said she stopped it. When did you hear about all this, Melly? Jeder sagt ihren Namen falsch. Oh, if you'd please tell me where... Look, Mama, she has a tiny scarecrow. Forgive me, but does anyone know where I can find Elise? Stimmt, sie sieht so ein bisschen aus wie eine Scarecrow, ne? Und sie hat da rechts eine an ihrem Ärmel. Vielleicht so ein Glücksbringer. Rosemarine! Elise! What are you doing here? So, you do know the last Elise? Yes, she is... Tink, Elise, Tink! A distant cousin from Primeldorf. Why, you don't have cousins, Elise? I do recall old Holly's mother had a sister, but I never met her. Yes, exactly. Rosemarine here is my aunt's granddaughter. It's Rosemarine. Oh, I'm so very pleased to meet you, Rosemarine. Oh, thank you. Anyhow, it's getting quite late. We'd best move along before... but do tell me, my dear. How long have you know you had a cousin? Met her this Saturday. Granny Holly told me about her. Ich sag mal, ich habe sie erst getroffen, weil das glauben die mir vielleicht eher. This is all very much new to me as well, you see. My, I must say, that's rather strange, Elise. Oh, why did I say that? Oh, no. How did you know to find Elise, lass? Why, in truth, we've exchanged letters before. Auntie know we lived in Kieferberg. Die Tante wusste, dass wir hier leben. That's all Rosemarine knew when she came about to meet me, right? Yes. Yet she never visited, did she? Oh, my auntie was of rather fragile health, you see. I do remember old Holly mentioned her family from Primeldorf, but must have heard it from someone, I'd say. Most certainly. From whom? Old Holly never left Kieferberg after settling down, and if you say her family was rather distant. Oh, this is quite confusing, isn't it? Oh, would you look at the time? I think I know what you mean, Elise. That's all right, you two. We wouldn't want to keep you. It's a pleasure to meet you, Rosemarine. She's delighted to meet you all. Oh. Nicht gut gelaufen. Wir müssen unbedingt Miffy Essen geben. Talk to Rosemarine. Das machen wir. Aber erstmal will ich gucken. Play Kiss the Rat with the Kids. Oh, das hätte ich aber auch gern gemacht. Aber ich muss jetzt erstmal mit dir reden. Aber bevor wir das machen, werden wir Essen kaufen. Weil wir sind so im Po. Die Oma ist so süß. Looking cheeky again today, dearie. Wir kaufen... Oh Gott, es gibt Lebkuchen. Oh, der sieht toll aus. A bundle of cookies made with different doughs, fillings and toppings. Aber wir kaufen uns 3-mal Brot. So. Anything else? Nein. All to keep yourself well fed, you hear?
Na klar. So. Wir essen jetzt was. Und dann reden wir mit Rosemarine. Have you completely lost your wits, Rosemarine? I'm sorry, Elise. I knew you had a bird's nest of a brain, but this is too much. Well, you know what you did. I'm sorry, Elise. I didn't mean to. I was chasing after Flocker, you see. For goodness sake, Rosemarine, why not let him frolic about? That's what goats do. He took the laundry I was tending to right out of my hands. I couldn't let him ruin your sheets. Alright, well... Truth is, we made a complete mess of it. I don't even want to think about Father Hans' reaction. I'm sorry, Elise. I didn't mean to trouble you. Get it, Rosemarine, it's alright. I'm telling you, it's fine, Rosemarine. I feel all I've done so far is trouble you. Which isn't a complete lie now, is it? Yet, I do enjoy your company, so... Elise! Anyhow, we ought to keep our story straight. Maybe if we tell them I came to lend you a hand with work. This is it. That's it, Rosemarine. Huh? All right. Alright, listen carefully. Your grandmother is Granny Holly's auntie. And the one that never comes to visit. That makes you my distant cousin of sorts, you see? Yes. You came about to meet me up, but we could have simply bumped into each other. And you asked me if I knew anyone named Holly. Sorry. I don't understand, Elise. How does that relate to what I said? Why, you like Kieferberg so much you wanted to stay and lend a hand. Oh, you're a kind, charitable, loving soul who wants to keep with the help with the festival. That'll keep them from asking too many questions, I'd wager. I think that's a great idea, Elise. All right. This being said, Rosemarine, you're going home home right after nightfall, you hear. I don't want you hanging about these folks too much. Alright, Elise. We are making it happen right now. Then, let's go. Yes. Okay, was können wir noch tun? Wir machen jetzt noch Head Back to Work. Wir machen noch einen Task. Wir brauchen noch mal Geld. Und speichern müssen wir. So, this is your cousin, Elise. Ah, it's a pleasure to meet you. I'm Rosemarine. We were discussing the flower crowns for the festival, Elise. I ought to make one for Rosemarine too. Oh, I wouldn't want to trouble you. Don't be silly, Rosemarine. We want you to feel welcome. Be done with that scruffy head of yours too. I was surprised to hear you had a cousin, Elise. Linda and Lisbeth here told me everything just now. I still don't quite understand how she came to be in Kieferberg, however. Ah, you see, I've always known I had an auntie named Holly in Kieferberg. I heard of the festival and decided to take my chances, is all. Ah, that truly is wonderful, Lars. Oh, but wasn't old Holly... Oh, would you look at the time? We're so busy. Oh, do enjoy the festival, dearie. Thank you. We are saved. Good thinking, Rosemarine. Gott sei Dank. So, dann speichern wir.